Also wie jede Sendung haben wir natürlich auch wieder einige News für euch und für euch vorbereitet. Und die erste News hat folgende Schlagzeile: Outing, Degradierung, Kündigung. Erster schwuler Diener der englischen Queen kündigt. Und zwar geht es dabei um Ollie Roberts, der ist 21 und ein Diener der Queen. Das nennt man auch Royal Footman. Und zwar schreibt die Zeitung Sun, dass das Königshaus sehr irritiert darüber war, dass Roberts mit der Presse über seine Homosexualität gesprochen hat. Das Königshaus sagt, dass seine Bekanntschaft zu groß geworden ist und dass er zu viele Klatschberichte auf sich gezogen hat. Und deshalb wurde ihm vorgeschlagen, einen anderen Job im Haus zu machen und nicht mehr mit der Queen öffentlich gesehen zu werden. Das fand er aber nicht so pralle und hat dann gekündigt, weil er sich nicht unterstützt gefühlt hat und halt es für ihn wie eine Degradierung sich angefühlt hat. Jetzt war ja 30 Jahre lang Coming Out Day, also dieses Jahr ist der 30. gewesen, das heißt Jahr. Und genau, das war am 11.10. und die Idee des Tages ist, dass LGBTI-Menschen sichtbar gemacht werden. Und dazu haben wir ein kleines Zitat mitgebracht von Robert Eichberg, das ist einer der Gründer dieses Tages, und der sagt: Die meisten Menschen denken, dass sie weder Schwule noch Lesben kennen. Aber eigentlich kennt sie jeder. Es ist notwendig, dass wir uns outen und die Menschen wissen lassen, wer wir sind und wie wir sie von ihren Ängsten und Stereotypen befreien. Ja, kommen wir von diesem doch sehr bewegenden, schönen Thema zu einem eher auffühlenden Thema, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und zwar, wenn man sich ein bisschen so in queere News einliest, konnte man an diesem Thema nicht vorbei in den letzten Tagen, Wochen. Und zwar über den LSVD-Leak zum Thema Krawall-Lesben und genau, die entzweite Community in Berlin. Ich erzähle kurz was darüber und dann sprechen wir in der Gruppe nochmal darüber. Genau, und zwar Folgendes ist passiert. Also in Berlin gibt es sehr viel Streit zwischen Lesben und Schwulen und das ist auch ein sehr aggressiver Streit. Der Grund dafür ist, dass die Lesben sollten auch natürlich eine Gedenkkugel bekommen für die lesbischen Opfer im NS. Und der LSVD Berlin-Brandenburg hat dazu einen Inschriftvorschlag gemacht. Und zwar haben sie gesagt, auf dieser Gedenkkugel sollte doch stehen: lesbische Frauen unter den Häftlingen der verschiedenen verfolgten Gruppen. Aber dieser Satz, der reichte einigen lesbischen Aktivistinnen nicht, zu Recht, finde ich. Und zwar forderten sie, dass ausdrücklich erwähnt werden soll, dass die Opfer zu der NS-Zeit aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden. Und das wurde vom LSVD Berlin-Brandenburg abgelehnt mit den Worten, und jetzt kommt's: Das befördert die Legende einer Lesbenverfolgung und stützt sich auf zweifelhafte Einzelfälle. Zudem wurde natürlich noch die besagte E-Mail geleakt, und zwar ist es eine E-Mail vom Vorstandsmitglied aus dem LSVD, und dieser bezeichnete in seiner E-Mail die lesbischen Aktivistinnen als Krawalllesben. Das führte zu einer Riesenempörung im Netz und ja, zurzeit, also am 19.10., ist immer noch keine Einigung auf die Einschrift erfolgt. Dann würde ich jetzt zum nächsten Thema gehen und das ist ein richtig schönes Thema. Also wir fangen erstmal ein bisschen negativ an, aber es wird besser, glaubt mir. Und zwar, es geht um Österreich, um die erste homosexuelle Ehe in Österreich. Genau, also dort ist es so, dass zurzeit noch ein Eheverbot für Homopärchen herrscht, aber ein Gericht hat beschlossen, und zwar im Dezember 2017, dass ab 01.01.2019 die Homo-Ehe quasi erlaubt ist. Ja, aber es gab dann ein Klägerinnenpaar, also zwei Verlobte, und denen war die Wartefrist einfach zu lang. Die wollten nicht mehr warten, die wollten das sofort tun. Und ja, was man darüber wissen sollte, ist, dass sie sowieso schon einige Jahre lang eine eingetragene Partnerschaft hatten oder haben und auch schon ein Kind zusammen haben, und zwar einen kleinen Sohn. Daher ist es komplett nachvollziehbar, dass sie sehr schnell heiraten wollen. Und sie haben geklagt und sie haben gewonnen und haben knapp 3 Monate vor der offiziellen Eheeröffnung geheiratet. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, und zwar mit der ersten Lesung zur Reform des dritten Geschlechtseintrages. Ja, erstmal, um was geht's? Den dritten Geschlechtseintrag, wie der Titel schon verrät. Der heißt divers, also nicht mehr nur männlich oder weiblich, sondern auch divers. Ja, und
genau, diese Reform wurde nun das erste Mal beim Bundestag diskutiert und dabei kamen viele Parteien auf den Schluss, dass sie Kompromissbereitschaft an den Tag legen möchten. Außer die AfD, die bezeichnete die ganze Sache mit Begriffen wie Gender, ideologischen Stuss. Aber die SPD hat Andeutungen gemacht, dass man auf die Forderungen der Interaktivisten zugehen könnte. Und das hört sich ja erstmal nicht so schlecht an. Jedoch gibt es einige LGBTI-Aktivisten, die einige Sachen kritisieren. Zum Beispiel, dass man einen Attest vorlegen muss, um diese Änderung des Geschlechtseintrages durchzuführen. Das bezeichnen sie als Zwangsattest, weil man es ja nicht so freiwillig machen würde, sondern nur halt, wenn man es machen muss. Außerdem sagen sie, dass es diskriminierende Voraussetzungen gibt und sie finden auch die Alterspflicht mit den Eltern ab 14 nicht so gut. Also das heißt einfach, dass man, wenn man seinen Geschlechtseintrag ändern möchte, dass man mindestens 14 sein muss, aber dann die Zustimmung der Eltern braucht. Genau, außerdem haben Verbände wie der LSVD und Trans- und Intersex-Verbände große Sorge über den Entwurf. Genau, kommen wir jetzt noch zu dem Go Queer Like des Monats. Das ist unsere neue Kategorie. Ja, ich erkläre euch einfach mal ganz kurz, was es ist. Und zwar, der Sinn hinter dem Like des Monats ist, dass wir eine Person, eine Gruppe oder einen Verein auszeichnen, die sich im letzten Monat besonders für die Community eingesetzt hat oder besondere, einfach Sachen verbracht hat, die andere vielleicht jetzt nicht so verbracht haben. Genau, und unser Go Queer Like des Monats, November, geht, bitte Trommelwirbel, an das lesbische Paar in Österreich, das den Mut aufgebracht hat, sich gegen die Regierung zu stellen und den Bund der Ehe einzugehen. Wir haben natürlich schon Glückwunsch gesagt, aber jetzt nochmal für den Go Queer Like des Monats auch nochmal Glückwunsch. Quasi zweimal.